Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Andrea. Ich freue mich, dass ich heute bei dir wieder zu Gast sein darf. Und heute werde ich dir zeigen, wie du diese super einfache, super kuschelige Babydecke stricken kannst. Ob quadratisch oder als Rechteck, für diese Decke brauchst du nur rechte Maschen stricken. Von der Größe her könnte man sie wunderbar auch als Katzendecke oder als Decke für kleinere Hunde verwenden. Du kannst die Decke aber so groß stricken, wie du es möchtest. Und das Beste daran ist, du musst dich nicht sofort entscheiden, denn man strickt die Decke von einer Ecke zur anderen. Egal wie groß deine Decke also wird, du beginnst mit 4 Maschen. Dann nimmst du jede Reihe eine Masche zu. Und wenn dir dann die Größe so passt, dann kannst du mit dem zweiten Teil der Abnahme beginnen. Also so schaut das dann aus. Diese ganz einfache Version der Decke ist übrigens quadratisch. Du könntest die Decke natürlich auch als Rechteck stricken. In dem Fall strickst du erst den Teil 1. Dann einen kleinen Mittelteil. Der ist übrigens eine Mischung aus Teil 1 und Teil 2. Und damit die Decke dann zu einem Rechteck wird, kommt dann Teil 2 dazu. Die einfachste Variante ist natürlich das Quadrat, aber auch das Rechteck ist für die meisten sicher keine Herausforderung. Und bevor ich jetzt mit der Anleitung loslege, zeige ich dir noch ganz kurz meine benutzte Wolle in Großaufnahme. Die Wolle greift sich super weich und kuschelig an und deswegen ist die Decke auch so kuschelig geworden. Ich wollte ja eine Kuscheldecke haben. Alle weiteren Infos zur Decke stelle ich dir in die Videobeschreibung. Zum Beispiel, wie groß meine Decke ist, wie viel Wolle ich verbraucht habe oder auch den Link zu meiner schriftlichen Anleitung. Also hole dir schnell deine Stricknadeln und etwas Wolle und dann kannst du gleich eine Miniaturdecke mit mir mitstricken. Ich beginne hier mit meiner apfelgrünen Wolle und schlage mir mit dem ganz normalen und klassischen Kreuzanschlag 4 Maschen an. Wenn du nicht weißt, wie das geht, verlinke ich dir ein einfaches Video dazu. Mit diesen 4 Maschen beginne ich nun. Ich stricke in der ersten Reihe alle 4 Maschen rechts. Die erste, die zweite, die dritte und die vierte. Umdrehen. Und nun beginnt unsere Musterreihe. Ich stricke eine rechte Masche, dann nehme ich eine Masche zu. So etwas kann man auf mehrere Arten machen. Ich werde jetzt aus einer Masche 2 herausstricken. Ich stricke aus der gleichen Masche eine normale rechte Masche und eine rechts verschränkte heraus. Also, ich stricke ganz normal eine rechte Masche, steche durch das vordere Maschenglied und einmal durch das hintere Maschenglied. Und dann lasse ich die Masche von der Nadel gleiten. Wir haben nun eine Masche zugenommen und alle anderen Maschen der Reihe stricken wir nun rechts. Und genau das mache ich nun Reihe für Reihe, bis dann Teil 1 groß genug ist. Ich drehe das Ganze um, wieder
eine Masche rechts stricken, aus der nächsten 2 herausstricken, einmal in das vordere Maschenglied einstechen und einmal in das hintere Maschenglied einstechen. Und alle anderen Maschen wieder rechts stricken. Wieder umdrehen, die erste rechts stricken, aus der zweiten Masche wieder 2 herausstricken, und alle anderen rechts. Du siehst, ich nehme hier in jeder Reihe eine Masche zu, einmal in der Hinreihe und einmal in der Rückreihe. Wenn ich mir das Ganze so anschaue, nehme ich mir einmal auf dieser Seite eine Masche zu und einmal auf der anderen Seite. Und deswegen entsteht so ein Dreieck. Das ist übrigens eine der einfachsten Möglichkeiten, ein Dreieckstuch zu stricken. Mit dieser Anleitung könntest du also nicht nur eine Babydecke stricken, sondern auch ein dazu passendes Dreieckstuch für die Mama. Ein letztes Mal zeige ich es noch, die erste Masche rechts stricken, aus der zweiten 2 herausstricken und alle anderen Maschen rechts stricken. So strickst du weiter, bis deine Decke breit genug ist. Schau jetzt übrigens, dass du hier eine gerade Maschenanzahl hast, damit du am Ende 4 Maschen übrig hast und nicht 3 oder 5. Zur Not kannst du ja auch 3 abketten, sollte das dir passieren. Besser ist jedoch, wenn du hier eine gerade Maschenanzahl hast. Wenn sie jetzt ungerade ist, strick einfach noch eine Reihe. Du kannst das wunderbar abmessen. Das ist jetzt die Breite von deiner Babydecke. Wenn du nur Teil 1 und Teil 2, also ohne den Mittelteil strickst, wäre es jetzt gut, wenn du noch etwas mehr als die Hälfte deiner Wolle übrig hast. Meine Babydecke ist jetzt übrigens 81 cm breit. Mache du es aber einfach so, wie es für dich am besten passt. So, und nun haben wir den ersten Teil der Decke geschafft. Du kannst jetzt direkt ohne Zwischenreihe oder sonstigen mit Teil 2 beginnen oder du kannst einen kleinen Mittelteil einfügen, damit aus deiner quadratischen Decke ein Rechteck wird. Damit ich hier aber gerade die Anfänger nicht verwirre, werde ich euch diesen Mittelteil in einem anderen Video zeigen. Du kommst zu diesem Mittelteil übrigens durch den Link in der Videobeschreibung oder wenn du hier im Video irgendwo hier auf das i klickst. Also Teil 1 ist nun fertig. Vielleicht hast du auch einen Mittelteil gemacht. Auf alle Fälle kommt nun Teil 2 dran. Dieser Teil 2 besteht aus 2 Reihen. In der ersten Reihe nimmst du links und rechts jeweils eine Masche ab und in der zweiten Reihe strickst du alle Maschen rechts. Es klingt genauso einfach, wie es ist. Bevor ich damit aber anfange, markiere ich mir meine Vorderseite. Ich ziehe mir ein Stück Restwolle auf der rechten Seite ein. Das mache ich übrigens alle 10 bis 15 cm. Dann weiß ich immer, was ich machen muss. Ist die Markierung hier rechts da, dann kommt die erste Reihe dran. Ist keine Markierung auf der rechten Seite, dann strecke ich alle Maschen nur rechts. Ich habe hier jetzt eine Markierung und deswegen stricke ich die erste Masche rechts. Dann stricke ich 2 Maschen rechts zusammen.
Rechts stricken bis vor die letzten 3 Maschen. Zwei Maschen rechts zusammenstricken. Die letzte Masche rechts stricken. Und in der Rückreihe stricke ich nun alle Maschen rechts. Das ist nur eine Möglichkeit, wie man dieses Dreieck stricken kann. Ich bin mir sicher, dass vielen von euch ein weiterer Lösungsweg einfällt. Wenn es so ist, schreibt es mir in die Kommentare. Eure Tipps sind immer eine tolle Bereicherung für andere Zuschauer und oftmals sogar für mich. Und ich wiederhole das Ganze noch einmal. Hier ist wieder die Markierung, deswegen die erste Masche rechts stricken, dann 2 Maschen rechts zusammen, rechts stricken bis vor die letzten 3 Maschen, zwei Maschen rechts zusammenstricken, die letzte Masche rechts stricken und in der Rückreihe strecke ich jetzt alle Maschen rechts. Ich möchte dich gerne dazu einladen, meinen Kanal zu unterstützen. Entweder mit dem Thanks-Button kannst du mich auf einen Knäuel Wolle einladen oder wenn du dieses Video in den sozialen Medien teilst. Und diese 2 Reihen wiederholst du, bis du Nummer 6 Maschen übrig hast. Hier habe ich noch 6 Maschen übrig. Ich stricke ein letztes Mal meine Hinreihe. Eine Masche rechts, 2 rechts zusammen, noch einmal 2 rechts zusammenstricken und eine rechte Masche. Und in der Rückreihe kette ich nun meine Maschen ab. Und zum Schluss noch ein toller Tipp von mir, wenn dir dein Faden ausgeht. Diese Wolle lässt sich leider nicht so gut vernähen, wie ich es gerne hätte und deswegen knote ich meine neuen Fäden hier immer an und das mache ich auch immer hier am Rand. Ich mache einen magischen Knoten. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann verlinke ich dir in wenigen Sekunden noch ein ausführliches Video dazu. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich über deine Unterstützung. Entweder freue ich mich über ein Knall Wolle von dir oder auch, wenn du mein Video teilst. Teile es in den sozialen Medien, in deinem Blog oder per WhatsApp an deine Freunde. Ich freue mich über jede Hilfe. Am meisten freue ich mich aber, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Andrea.